Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video. Da. Unsere Imker-Azubine ist mega fasziniert gerade Ja. von Hier sind ganz viele Bienchen. Wächterbienen vor der Tür, wollte ich gerade sagen, da draußen. Ganz viele Die passen Wächterbienen auf. vor der Tür. Ja, die passen voll auf. Ja, die passen auf. Aber was so faszinierend ist, die Bienen kommen alle mit, ja, wie nenne ich es jetzt? Mit Pollen auf dem Kopf zurück. Ja. Wir möchten heute die Nassenheider kontrollieren. Eigentlich dürfen die nach 14 Tagen jetzt komplett verdunstet sein. Also die dürfen ihre Arbeit gemacht haben. Und da kontrolliert jetzt unsere Imker-Azubine, habe ich richtig gesagt, ne? Ja. Einmal nach, ob sie... Guck mal, das ist ein weißer Streifen auf dem Rücken. Ein weißer Streifen auf dem Rücken? Ja. Sag mal, ja? Ja, stimmt. Das ist mega, ich finde das cool. Das heißt, die müssen sich das gegenseitig abputzen, weil sie keine Pollenbeinchen haben. Faszinierend. Was ist? Ja, wie gesagt, sie guckt jetzt eben einmal rein. Eigentlich müsste der Verdunster fertig sein mit dem Verdunsten. 14 Tage sind rum. Oben ist noch eine Futterzage drauf. Der Verdunster, den kannst du mal eben rausholen, bitte. Mhm. Der dürfte leicht festgekittet sein. Dürfte seine Arbeit getan haben. Ihr seht's, er ist leer. Die paar Bienen, die jetzt drauf sind, die sind natürlich gestorben durch die Ameisensäure. Und wenn man jetzt hier unten ins Volk reinguckt, sind sie auch eigentlich relativ friedlich. Oder sie sind eigentlich friedlich, wenn man sich das so anguckt. Was wir jetzt eigentlich machen, wir gucken jetzt eben einmal nach Brutschäden, weil durch Ameisensäure sind Brutschäden halt Bleibt das leider nicht aus. leider nicht auszuschließen. Ne? Wir gucken, ob da jetzt vielleicht, ob wir die Königin finden, weil ab und zu kann es halt auch passieren, dass die Völker durch Ameisensäure Königinverluste kriegen. Ne? Die kannst du ganz rausnehmen, wenn du willst. Ja, wieso? Das ist schon Platz. Oh, die haben schon sehr gut verkittet. Ne? Das ist ein Zerdantvolk. Bei diesem Zerdantvolk sind halt, wie bei Dadant, weniger Rähmchen im Bienenvolk drin, aber dafür sind die größer. Ne? Das dürfte eine Futterwabe sein, jawohl. Viel Futter drauf. Sehr schön. Da ist auch Futter drauf. Und Brot. Brut. Woran siehst du jetzt, ob jetzt Schäden da sind oder nicht? Woran Also erkennt das man das? Brutnest ist halt löchrig, ne? Ja. Na gut, hier sind aber schon frische Maden drin, Da deswegen. sind schon wieder frische Maden drin. Ja. Mich interessiert, ob da jetzt auf den anderen Waben frische Stifte drauf sind. Hier sind auf jeden Fall welche. Guck mal bitte, Hier sind welche drauf. ja, da sind welche drauf. Guck dir mal bitte Da den unten. untersten Rähmchenrand an. Da sind Spielnäpfchen. Ob die angefangen haben, eventuell sich eine Königin nachzuziehen. Ja, siehst du, Leute, ich sage, das passiert nämlich bei einer Ameisensäure nämlich auch. Ne, dass die Da ist sogar schon Gelee durch die, Royal drin. durch die Ameisensäure, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Soll ich es anders halten? Nö, alles gut, so ist okay. Durch die Ameisensäure anfangen,
sich vielleicht eine neue Königin nachzuziehen. Jetzt heißt es natürlich gucken, ob die Königin im, Reicht das so? genau, im Bienenvolk drin ist. Ja, aber es sind ja Stifte da. Ich guck noch mal. Aber für mich sieht das aus wie Stifte. Aber Weil wir das gucken. ist halt auch so der Nachteil, ne? an der Ameisensäure. Warum machen die das? Gibt es da eine Erklärung? Ob das an dem Duft oder sowas liegt von der Ameisensäure? Das war hier früher mal der Drohnenrahmen. Aber auch im Drohnenrahmen haben sie schon Futter eingelagert. Unsere Imker-Azubine guckt jetzt natürlich nach, Ja, ob ich da sehe irgendwo... nichts, das ist mir zu Du dunkel. siehst nicht, Nichts für meine alten Augen. aber doch, da sind Stifte drin. Schon, ne? Ich erkenne das sehr, sehr schlecht. Aber siehst, also die haben auf jeden Fall, du darfst die Wabe nicht so schräg halten, weil sonst hast du nämlich gleich tropfende, triefende Schüchchen, weil da der ganze Nektar rausläuft. Aber Ist hier, auch ganz da ist ein viel. bestes Beispiel. Guck mal hier an die Seite, Ja, bitte. guck mal. Da. Hier. Oh. Nachschaffungszellen, meine Lieben. Da sind Nachschaffungszellen. Und das ist halt der Nachteil an dieser Ameisensäure, ne? Da ist auch schon was drin, ne? Da ist schon Gelee Royal Das war bei drin. den anderen auch schon. Das war bei den anderen auch schon, genau. Wie gesagt, wichtig ist, dass wir jetzt alle erstmal gucken, wo die Königin ist. Ja, Ameisensäure ist halt nicht so schön, ne? Wir haben ja viele Völker durch die totale Brutentnahme behandelt dieses Jahr, dann mit Oxalsäure. Aber es geht halt nicht, man kann nicht alle Völker durch totale Brutentnahme machen. Ne? Ein größter Teil ja, aber ein gewisser Teil bleibt halt dann auch, da bleibt einem leider nichts anderes übrig, da mit Ameisensäure ranzugehen, damit die Milben halt aus dem Bienenvolk rauskommen. Ne? Zu 100% kann man die Milben nicht entfernen, aber man kann den Milbendruck halt kräftig reduzieren. Ne? Okay, also hier sind schon mal keine Zellen. Kannst haben, dass die vielleicht, aber ihr seht es auch hier, ne? Löcheriges Brutnest. Es sind auf jeden Fall Brutschäden da. Dann wenn du jetzt hier die eine Wabe da ist eine offene Zelle zum Beispiel. Hier, auf Genau, ist sie gerade ne? geschlüpft. Da ist eine offene, nee, Okay, das hier sieht unten anders auch. aus. Da, Eine offene Zelle. da auch. Mhm. Ah, okay, das sind also Brutschäden. Okay, cool. Ne? Und die räumen auch die frische Brut, räumen sie auch aus dem Bienenvolk raus. Weil sie wissen, dass da irgendwas nicht stimmt. Genau. Das ist eine Pollenwabe. Ja, auch. Richtig viel Pollen. Mhm. Pollen und Futter. Und nochmal ganz viel Pollen. Und da ist auch ganz viel Pollen wahrscheinlich drauf. Ne? Ja. Ja. Konfettifeld. 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 Also wir kontrollieren jetzt eben nochmal alle hab sie. Rähmchen. Du hast sie? Hab sie. Zeig mal. Da. Ach was, Sogar ganz groß. da ist sie. Sieht aus wie eine Karniger. Ja, da ist sie. Ja, sehr schön. Da haben sie durch die Ameisensäure versucht, sich Faszinierend. eine nachzuziehen. Ja, sowas kann wie gesagt auch passieren. Ne? Du hast ja jetzt alle Nachschaffungszellen gebrochen. Ich habe jetzt alle weggemacht, ja. Ne? Ich Das ist gucke auch aber noch mal wichtig, durch. bevor da eine neue Königin schlüpft, weil es ist ja eine Königin vorhanden. Und um die Jahreszeit Ist das eher tödlich, ne? ne, ist es eher der Untergang vom Bienenvolk. Weil jetzt noch eine begattete Königin aus dem Begattungsflug wieder zurückzukommen, ist eigentlich eher unwahrscheinlich, weil die meisten Drohnen halt nicht mehr vorhanden sind im Bienenstock. Ne? Aber ihr seht selber, Brutschäden sind da. Ne, das Volk verhält sich anders. Will nachschaffen. Ich sehe noch eine. Ja, deswegen gucke ich ja noch mal durch. Ne, das Volk will nachschaffen. Und da muss man halt kontrollieren nach der Ameisensäure. Ne? Oder nach der Ameisensäurebehandlung. Ist ganz wichtig. Oh, gut.
nichts haben. Schön. Biene, Abflug. Jetzt kann sich das Volk erstmal wieder ein bisschen regenerieren. Wunderbar. Jetzt darfst du den Aufsatz, die Förderer wieder raufpacken. Jo. Wunderbar. Deckel zu, aber tot. Alles gut. Ja, meine Lieben, sehr schön. Ja. Sie kontrolliert jetzt die anderen Völker noch weiter. Das wollten wir euch eben einmal zeigen. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Video. Was sagte unsere Imker-Azubine immer? Like und kommentieren nicht vergessen. Tschüss. Liken und kommentieren nicht vergessen. Tschüss.